Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut bei TweakPC. Wir werfen heute einen Blick auf eine sehr interessante Kompaktwasserkühlung aus dem Hause Enermax. Das ist die Liquimax 3 RGB in der 240 mm Variante. Ihr seht es auch schon unschwer neben mir, verfügt über eine schicke RGB-Beleuchtung und das Ganze zu einem sehr attraktiven Preis, so zwischen 65 und 70 Euro. Also wenn ihr auf der Suche nach einer etwas größeren Kompaktwasserkühlung mit RGB-Beleuchtung seid, dann unbedingt dranbleiben, denn wir werfen jetzt einen genaueren Blick auf diesen Kühler hier. Wenn ihr euch die Liquimax 3 in der RGB-Variante und der 240 mm Variante zugelegt habt, dann gibt es die in dieser hübschen Kartonage, wo jetzt gerade hier sporadisch unser Radiator drauf fixiert ist, in Anführungszeichen. Ihr habt im Lieferumfang alles, was ihr benötigt, dass ihr gleich loslegen könnt. Es gibt eine kleine Tube Wärmeleitpaste, es gibt für eure beiden Lüfter, die dabei sind, das sind übrigens Dual Convex RGB-Lüfter aus dem Hause Enermax, ein Y-Kabel dazu, sprich ihr könnt die beiden Lüfter an einen Lüfteranschluss anschließen. Ihr habt noch diverse RGB-Weichen und so weiter dabei, dass ihr das auch an euer Mainboard anschließen könnt, wie wir das auch hier in unserem Fall gemacht haben. Dazu später noch mehr. Kühler ansonsten passt auf alle gängigen Sockel, AM4, LGA 1151 als auch Intel 2066. Wenn ihr den TR4 Sockel zu Hause haben solltet, da passt die Kühlung dann leider nicht drauf. Schauen wir uns die Kompaktwasserkühlung genauer an. Fangen wir beim Radiator an. Es ist ein 240 mm Radiator. Den könnt ihr dann, wie wir das jetzt hier bei uns gemacht haben, mit den beiden Lüftern im Lieferumfang bestücken. Dann sieht das Ganze so aus. Ihr könnt natürlich auch jeden x-beliebigen anderen 120 mm Lüfter nehmen, vorausgesetzt er verfügt über standardmäßige 120 mm Bohrungen. Radiator passt dann auch in sämtliche Gehäuse, die zum Beispiel im Deckel eben zwei Plätze für 120 mm Lüfter haben. Er misst in der Dicke ohne Lüfter 27 mm, das ist relativ schlank und wie in dieser Preisklasse nicht unüblich, ist er komplett aus Aluminium gefertigt. Aus dem Radiator münden dann zwei 40 cm lange Schläuche in die eigentliche Pumpeneinheit. An der Pumpeneinheit sind die beiden Schläuche mit einem Scharnier fixiert, sprich ihr könnt die auch ein bisschen drehen. Das erleichtert euch schlussendlich dann die Montage auch unter anderem vom Radiator. Die beiden Schläuche sind ansonsten mit einem schwarzen Sleeve ummantelt. Das sieht sehr schick aus und wenn ihr vielleicht ein bisschen Beleuchtung abseits dieser Kühlung auch noch im PC habt, dann kommen die auch wirklich sehr schick zur Geltung. Und durch die Länge von 40 cm solltet ihr auch in etwas größeren Gehäusen problemlos einen Platz dann für den Radiator finden. Die eigentliche Kühleinheit, die dann auf eurem Prozessor sitzt, verfügt über eine Kupferkontaktfläche und ansonsten ist das Ding sehr dezent und schick designt. Wir haben ein bisschen Beleuchtung natürlich drauf, es ist ja schließlich eine RGB-IO. Beleuchteter Enermax-Schriftzug von oben drauf geschaut in der Mitte, umringt das Ganze von schwarzem Klavierlack mit noch einem beleuchteten Rahmen außenrum. Das ist wirklich ziemlich schick. Könnt ihr dann entsprechend mit eurem Mainboard auch regeln. Wir haben dann, wie angesprochen, die beiden Schläuche an der Pumpe so fixiert, dass ihr die auch ein bisschen verstellen könnt. Das erleichtert euch die Montage. Die Pumpe wird per normalem CPU-Lüfterstromstecker dann mit eurem Mainboard angeschlossen, wo ihr normalerweise den Lüfter von eurem Luftkühler anschließen würdet. Und ihr habt auch noch entsprechend einen 4-Pin RGB-Anschluss dann dabei, damit ihr die Lüfter, die Pumpeneinheit mit eurem Mainboard dann synchron betreiben könnt. Technisch auch noch interessant bei der Liquimax 3 hier, man setzt oder Enermax setzt im Inneren auf ein Zwei-Kammern-Design, das einfach die heiße oder die warme Kühlflüssigkeit nicht direkten Kontakt gleich mit der Pumpe hat. Das soll dann einfach die Lebensdauer der Pumpe verlängern. Thema RGB, das ist ja auch immer so eine Sache. Man setzt hier auf einen 12 Volt 4-Pin RGB-Stecker. Das ist für euch interessant, wenn ihr das Teil eben synchron mit eurem Mainboard steuern möchtet. Das betrifft dann die Pumpeneinheit mit Beleuchtung als auch die beiden beleuchteten Lüfter. Was uns im Test jetzt lustigerweise aufgefallen ist, die Pumpeneinheit leuchtet auch jetzt als Beispiel mal, ohne dass ihr die mit dem Mainboard verbindet. Dann sind wir davon ausgegangen, hey, dann schließe ich doch einfach mit den diversen Adapterkabeln die beiden Lüfter direkt an der Pumpeneinheit an. Dann leuchten die zumindest mal synchron, auch ohne Mainboard. Nein, das tun sie nicht. Wenn ihr das jetzt so haben möchtet, wie wir das hier bei uns haben, dann müsst ihr sowohl Pumpeneinheit, Lüfter als auch dann entsprechend mit dem Mainboard verbinden und dann sieht das Ganze entsprechend so aus. Und ihr könnt natürlich da auch jetzt nicht nur automatisch das Ganze durchlaufen lassen, sondern auch eure eigenen Effekte dann je nach Mainboard-Software bei euch einstellen. Kommen wir noch zu den beiden Lüftern, die natürlich im Lieferumfang beiliegen. Standardmäßig 120 mm Lüfter, die werden mit jeweils 4 Schrauben am Radiator dann fixiert. Die haben an den Ecken jeweils Anti-Vibrationspads montiert. Das ist ziemlich cool, denn dann werden sie schwingungsfrei gelagert. Das sind Dual Convex Lüfter, eben aus dem Hause Enermax. Ihr habt einen Drehzahlbereich zwischen so Pi mal Daumen 500 und 1600 Umdrehungen. Also das geht dann auch wieder bei den Lüftern hier von sehr, sehr leise bis etwas hörbar, aber das schauen wir uns natürlich nachher dann entsprechend bei den Lautstärkemessungen genauer an. Angeschlossen werden die per PWM-Kabel, da gibt es soweit auch nichts Ungewöhnliches dran und die verfügen über ein normal schwarzes Kabel.
Kommen wir zum Thema der Montage. Die geht bei Enermax eigentlich relativ einfach von der Hand. Die Licomax 3 Montage sollte keine für größere Herausforderung stellen. Ihr müsst natürlich, je nachdem, ob ihr eine Intel- oder AMD-Sockel nutzt, entsprechend am Kühlblock die jeweilige Halterung anbringen und das Ganze dann mit der beiliegenden Multi-Backplate einfach verschrauben. Zeittechnisch, ja, so 10 bis 15 Minuten. Wenn ihr mal nicht weiter wisst, gibt es auch noch eine Anleitung dazu, wo ihr nachsehen könnt. Und für die Montage benötigt ihr einen Schraubendreher. Kommen wir wohl zu einem wichtigsten Part an einer Kompaktwasserkühlung. Wie gut kühlt sie denn jetzt? Und da kann man bei der Enermax Licomax 3 240 RGB absolut nichts falsch machen. Temperaturen bewegen sich in einem sehr guten Bereich, wie das meistens für Kompaktwasserkühlungen übrig ist. Sie setzt sich natürlich entsprechend ihrer Radiatorgröße sehbar oder merkbar von der 120 mm Variante ab. Also kühlleistungstechnisch und auch gepaart mit der schicken Beleuchtung gibt es da absolut nichts dran auszusetzen. Lautstärke, das ist immer so ein Thema bei Kompaktwasserkühlungen. Das ist auch bei der Enermax Licomax 3 RGB so. Die Lüfter vernehmt ihr mit maximaler Drehzahl deutlich aus dem System. Wenn ihr die allerdings ein bisschen runterregelt, dann vernehmt ihr die überhaupt nicht mehr. Pumpe ist bei uns im Test am Anfang, wenn wir sie frisch einschalten, so ein paar Minütchen gluckert sie da vor sich hin. Danach vernimmt man auch die Pumpe bei unserem Produkt jetzt hier zu keiner Zeit mehr störend aus dem System. Abschließend hinterlässt die Enermax Licomax 3 RGB 240 bei uns einen rundum gelungenen Eindruck. Für den Preisbereich von 65 bis 70 Euro bekommt ihr hier ein sehr rundes Paket. Sie bietet eine sehr gute Kühlleistung, lässt sich kinderleicht montieren. Bei der Lautstärke, wie bei den meisten Kompaktwasserkühlungen mit maximaler Drehzahl bei den Lüftern, ist sie störend aus dem System wahrzunehmen. Da müsst ihr allerdings einfach selbst ein bisschen Hand anlegen, dann wird die Kühlung auch leise. Die Pumpe haben wir bei uns im Test zudem auch zu keiner Zeit störend wahrgenommen. Ihr bekommt einen guten Lieferumfang, eine Y-Weiche liegt dabei und natürlich entsprechend auch eine RGB-Weiche, um das Ganze mit eurem Mainboard synchron zu steuern. RGB ist an dieser Stelle auch ein gutes Stichwort, denn auch die RGB-Beleuchtung ist unserer Meinung nach wirklich schick umgesetzt. Könnt ihr wahlweise per Mainboard steuern oder wenn ihr einen Taster zu Hause habt, das auch entsprechend mit dem Taster oder einem Controller. Das ist vielleicht dann so ein kleiner Kritikpunkt, nämlich ein RGB-Taster für ältere Mainboards. Also ihr habt noch ein Mainboard ohne RGB, da liegt leider nicht im Lieferumfang bei. Da müsst ihr dann schauen, wie ihr die RGB-Beleuchtung steuern könnt. Aber nichtsdestotrotz, für einen Preis von 65 bis 70 Euro wirklich gutes, rundes Gesamtpaket. Wie sieht es bei euch aus? Ist die Kühlung was für euch? Findet ihr die cool oder sagt ihr, ich kaufe mir doch lieber was anderes? Schreibt uns das gerne in die Kommentare oder auch, wenn ihr Fragen oder sonst etwas euch unter den Nägeln brennt, dann auch damit in die Kommentare. Das wäre es soweit von uns zur Licomax 3 240 in der RGB-Variante. Wenn ihr uns unterstützen möchtet und euch unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns ein Abo dalasst und einen Daumen nach oben. Und wenn ihr oben die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch keines mehr unserer Testvideos. Dann bleibt mir noch zu sagen, ich bin der Jan. Vielen Dank wieder, dass ihr bei uns reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal.